Wohin reist ihr? Wo ist das? Was ist das? Unsere Reise beginnt in der Hauptstadt Bischkek. Die Leute sind total lieb, irgendwie sehr würdevoll, sehr still und zurückhaltend. Sogar am größten Markt alle sehr höflich. Und es ist auffallend sauberer als in europäischen Großstädten. Hier gibt es alles: Fleisch, Bücher, Kleidung, Schuhe, dieses wunderschöne Brot und ein paar kleine versteckte Restaurants mit traditioneller Küche. Am Platz des Sieges wird an 40 Jahre Sieg über Nazi-Deutschland erinnert. Die Bögen stehen für eine Jurte. Darin wartet eine Frau auf ihren Mann, der vom Krieg wiederkommt und eine ununterbrochene Flamme brennt. Es scheint hier noch eine Mittelschicht zu geben. Die Fahrgeschäfte im Panfilov Park jedenfalls nutzen wirklich viele Menschen. Und ohnehin scheinen Kinder hier eine hohe Stellung zu genießen. Schon am Flughafen war uns aufgefallen, wie selbstverständlich es war, dass alle Mütter mit Kindern vorgelassen wurden. Und selbst auf dem Vorhof dieser Moschee fanden sich 2 riesige Hüpfburgen. Für uns ist es total skurril, die ganze sowjetische Architektur, Menschen, die eine Turksprache sprechen und überwiegend aussehen wie Chinesen. Am nächsten Tag verlassen wir die Hauptstadt und fahren Richtung Osten, an der kasachischen Grenze entlang bis an den Issyköl, den zweitgrößten Gebirgssee der Welt, etwa 1600 Meter über dem Meeresspiegel. Nur der Titicacasee liegt noch höher. Die Südseite des Sees ist kaum erschlossen. Die Straßen sind über weite Abschnitte nicht asphaltiert und es ist entsprechend ruhig. Kilometerweite verlassene Strände. Wir kommen in einem kleinen Dorf namens Tong bei einer kirgisischen Familie unter, die uns abends noch zum Tee einlädt. Am nächsten Tag fahren wir mit Salawat raus in die Steppe. Er zeigt uns die Adlerjagd-Tradition. Sein Vater war Adlerjäger, sein Großvater und sein Urgroßvater auch. Der Adler Aquiruk gehorcht ihm aufs Wort. Er kann Wölfe, Rehe, Füchse und Kojoten fangen. Fleisch und Fell werden dann genutzt. Im Winter geht Salawat tagelang mit Adler, Pferd und Hund in die Berge. Das Fleisch kriegt der Adler, nur die Haut ist für die Menschen. Aquiruk kann 3 Kilometer weit sehen und isst, ungefähr wie ich, 1 Kilo Fleisch pro Tag. Er kann aber, anders als ich, auch eine Woche ohne Futter auskommen. Ganz in der Nähe von Tong liegt Bökönbay, Heimat vieler Filzmanufakturen. Vom Scheren übers Waschen, dann wird gestampft bis zum Färben. Die Muster haben immer eine Bedeutung. Das Runde hier etwa steht für eine Familie bestehend aus Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Die Tauben rechts daneben stehen für Freiheit. Ganz viel deutet auf das Zusammenspiel von Mensch und Natur hin. Nur etwa 20 Kilometer weiter östlich hat man dem Geschichtenerzähler Sayakbay Karalaev, der 1971 starb, ein riesiges Denkmal ins Gebirge gesetzt. Man liebt Sayakbay so sehr, dass er sogar auf der 500-Sonnen-Note abgebildet ist. Am nächsten Morgen gehen wir mit ein paar kirgisischen Jungs reiten. Wir haben einfach einen Herrn auf der Straße gefragt, ob wir mal mit dürfen, und er hat uns mit seinem Sohn und ein paar Freunden, alle im Grundschulalter, auf die Reise geschickt. Pferde werden hier tatsächlich noch als Transportmittel genutzt. In manche Bergregionen kommt man gar nicht anders. Die Kirgisen lieben ihre Pferde und sie beherrschen sie auf unnachahmliche Weise, schon als Kinder. Wir reiten vorbei an 7 roten Felsen, die sie hier die 7 Bullen nennen. Die kirgisische Legende dahinter handelt von 2 verfeindeten Herrschern. Einer der beiden begehrte die wunderschöne Frau des anderen und stahl sie ihm. Daraufhin brach zwischen den beiden ein blutiger Krieg aus. Der Mann der schönen Frau drohte dem Zweiten, er würde ihn vernichten, wenn er ihm seine Frau nicht zurückgeben würde. Da kam dem Zweiten die Idee, die Frau zu töten und ihrem Ehemann ihre Leiche zu übergeben, da dieser nicht gesagt hatte, ob er seine Frau lebend oder tot zurückbekommen wollte. So hielt er ein 7-tägiges Fest ab und tötete jeden Tag einen Stier und am 7. Tag die Frau mit seinen eigenen Händen. Doch in dem Moment, als das Blut der ermordeten Frau auf die Felsen spritzte, strömten heiße Wasserströme ins Tal und zerstörten den Khan und sein Gefolge. Seitdem heißt die Schlucht, in der die Frau starb, Jeti Ögüs, 7 Bullen.
Nur einige Kilometer nordöstlich der Siebenbullen liegt die Stadt Karakol, auf Deutsch übersetzt Schwarzer See, sprachlich ganz nah am Türkischen, kulinarisch eher chinesisch und auch nur etwa 150 Kilometer entfernt von der chinesischen Grenze. Ende des 19. Jahrhunderts kamen viele Dunganen, chinesische Muslime, nach Karakol, die vor der religiösen Verfolgung in Xinjiang flohen. Von ihnen wurde auch diese Moschee erbaut, vollständig aus Holz und angeblich ohne einen einzigen Nagel. In Karakol beginnt auch unsere dreitägige Wanderung in die Berge. Am Anfang begegnen wir noch ein paar Menschen. Doch dann sind wir beinahe allein in der Natur. Nach einiger Zeit durchqueren wir ein Tal und es ist kaum zu beschreiben, was wir hier sehen. Dieser Fluss, das Grün, die Berge, die Pferde, die Ruhe. Am Ende des Tages kommen wir im Sirata Camp an, wo uns eine Jurte und etwas zu essen erwartet. Tag 2 ist dann der härteste. Bis auf knappe 4000 Meter steigen wir. Das Gepäck auf dem Rücken, schwere Beine, wenig Sauerstoff und irgendwann auch Schnee. Doch es lohnt sich für diesen See, den Alakul. Für diesen Blick haben wir all das gern auf uns genommen. Ab dem Alakul Pass geht es dann nur noch runter. 10 Kilometer Distanz und 1,5 Höhenkilometer machen wir auf diesem Weg noch gut. Im Dorf von Altin Arashan schlafen wir dann auch endlich wieder in einem Gasthaus. Mit Toilette, warmem Essen, einem wunderbaren Blick aus dem Zimmer und einem Bad in einer natürlichen heißen Quelle für die vom Wandern strapazierten Muskeln. An Tag 3 geht es dann nur noch bergab. Und auch wenn die Knie schmerzen, ist die Zivilisation nicht mehr fern. Es geht immer am Fluss entlang. 3 Tage lang haben wir uns zwischen 1780 und 3910 Höhenmetern bewegt und dabei 45 Kilometer an Distanz zurückgelegt. Jetzt tut alles weh und wir wollen erstmal ein bisschen entspannen. Und genau das tun wir dann ein paar Tage. In einem richtigen Hotel mit einem Pool, Verpflegung, Strandzugang und Blick auf See und Berge. Der Norden ist viel intensiver erschlossen als der Süden des Sees. Und die Kirgisen wissen, wie man entspannt. In Bosteri herrscht absolute Urlaubsstimmung. Riesenräder, Tischtennisplatten, alle in Badehose und auch eine Runde Parasailing über den Bergsee lassen wir uns nicht nehmen. Aber ehrlicherweise kriegen wir schon an Tag 2 Feuer unterm Popo und fahren wieder ein bisschen hoch in die Berge. Im 10. Jahrhundert gründete sich in der Tien Shan-Region ein Charakanidenstaat, der bis zur Eroberung durch die Mongolen Mitte des 12. Jahrhunderts bestand. In dieser Zeit blühte die Region auf. Es gab hunderte öffentliche Gebäude, religiöse Einrichtungen und soziale Institutionen. Die Hauptstadt hieß Balasagun und das war nicht irgendeine Stadt. Ein türkischer Lexikograph aus dem 11. Jahrhundert entwickelte seinerzeit eine Landkarte, in deren Mitte sich Balasagun befand. Es sagt viel über die Bedeutung dieser Stadt an der Seidenstraße. Viele der Minarette
Minarette von damals gibt es noch heute. Das größte und eines der ältesten ist das von Burana. Die frühere Moschee selbst gibt es nicht mehr, doch schon das Minarett von 24 Metern, das mal 46 Meter maß, beeindruckt. Und auch dazu haben die Kirgisen natürlich eine Legende parat. Als die Tochter des damaligen Khans an ihrem 16. Geburtstag einem Spinnenbiss erlag, schrie dieser vor Trauer so laut, dass das Minarett zu beben begann und der obere Teil einstürzte. Das ist Maria. Ihre Geschichte geht weit über die Katjes, die wir ihren Enkeln schenkten, hinaus. Weil ich aber nur diese kurze Aufnahme von ihr habe, blende ich ein paar Aufnahmen des wunderschönen Flusses Tschui ein. Maria lebt in Rotfront, einem Dorf zwischen Bischkek und dem Issyk-Kul-See. Unbedingt wollte ich dorthin, weil es in den 20ern von deutschen Mennoniten gegründet wurde. Genauer gesagt von einigen Auswanderern aus Westpreußen ins Russische Reich. Einige von ihnen ließen ihre Söhne vom Wehrdienst befreien, indem sie sich ins heutige Kirgisistan umsiedeln ließen. Wir fuhren einfach ins Dorf und hörten uns so lange nach Deutschsprachigen um, bis wir bei Maria landeten und sie uns ihre Geschichte erzählte. Auf Deutsch. Viele der Deutschen kehrten früher oder später nach Deutschland zurück. Auch Maria hat Familie in Duisburg. Sie aber lebt bis heute in Rotfront. Diese Skybridge befindet sich nur eine knappe Autostunde von Bischkek entfernt. Hier kommt man nicht bloß her, um der Hitze der Hauptstadt zu entfliehen, sondern auch einige Extremsportler zieht es hierher, um von den Felsen in die Tiefe zu springen. Kirgisistan hat uns auf vielen Ebenen fasziniert. Nur ein Erlebnis bleibt in etwas unschöner Erinnerung. Als ich einmal etwas zu schnell fuhr und die Polizei uns anhielt, forderte der Polizist mich auf, umgerechnet ungefähr 60 € zu zahlen. Wenig später ließ er uns wissen, wenn ich ihm 10 € geben würde, müsse er keines der Papiere weiter ausfüllen. Ich habe nicht schnell genug geschaltet, was da gerade passiert war, und zahlte. Er salutierte und ließ uns fahren. Und trotzdem, Kirgisistan hat es uns angetan. Diese so besondere Mischung aus russischen, türkischen und chinesischen Einflüssen. Die so offenen und freundlichen Bewohner. Der von Bergen umgebene Issyk-Kul. Die großartige Küche. Die weitgehend unberührte Landschaft.